Hier ist der Morten von Inkish. Ich bin schon am Online Print Summit hier in München und ich bin zusammen mit einem Mann, ich glaube, den viele Leute kennen, weil er ist. Du bist ganz öffentlich in Deutschland, ja? Ja, ich bin öffentlich unterwegs. Morten, Gut, hallo. dich zu sehen. Hi, Ja? schön dich zu sehen. Stefan, ich meine, dass wir sind hier am Online Print Summit und du bist ein Unternehmer, das nur online ist, ja? Ja, wir sind nicht nur online, wir Nicht sind nur online und auch ganz normal im Individualgeschäft unterwegs. Wir machen beides. Okay, wenn Ja. du einen Beschluss gemacht haben, für eine Online-Druckerei zu werden, was das eine Zeit, wo es keine andere war, oder was das mit Augen öffnen, dass es da ganz werbungsbereit ist? Heute nochmal? Nein, ich meine, wenn du mit Flyerline gestartet, ja? Ja. War es in einer Zeit, wo du einzig war, oder war es schon Ich war, Konkurrenz? nein, also die Flyerline, die Idee von der Flyerline ist 1995 geboren, wo das Internet noch nicht wirklich da war. Und wir haben das mit einem Katalog beworben. Den habe ich auch noch im Flyerline Museum, wo du auswählen konntest, was möchtest du bestellen. Du hast uns ein Fax geschickt, wir haben den Satz gemacht und haben dir ein Gut zum Druck per Post geschickt. Und nachher haben wir Sammelformen gedruckt im Offset. Und aus dem raus haben wir dann 7 Jahre später den ersten Online-Shop gemacht, 2002. Und wenn du vergleichst mit der Zeit, wo man mit einem Postorder-Katalog bestellen, wie die Zeit hat so viel verändert, ja? Die hat sich massiv verändert. Also unsere Branche verändert sich ja jedes Jahr oder jeden Tag immer wieder neu. Und wir sind sehr dynamisch unterwegs, eben von wirklich analog, digital, sehr einfach. Den ersten Flyerline-Shop habe ich selber gebaut. Oder das will niemand sehen, wie das ausgesehen hat. Ist auch im Museum? Ja, auch im Archiv und dann halt immer wieder neu entwickelt. Und auch die Website bauen wir alle 4 Jahre, bauen wir die neu, komplett neu. Und die Digitalisierung, die Prozesse, die Automatisierungen, jetzt auch mit AI und wo wir uns sehr natürlich damit befassen und sehr viel machen. Ja. So, du bist eine die Online-Druckerei, die beide eine Druckerei ist und auch eine Online. Wenn man heute offen Druckereien online sind, dann ist es auch, dass die konsolidieren, die produzieren als White Labels und sowas. Ist das auch etwas, das... Wir machen das auch. Also wir haben auch viele Druckereien, die bei uns produzieren lassen über API-Schnittstelle oder was auch immer, welche Schnittstellen, sind wir sehr offen. Aber wir selber machen jetzt auch zum Beispiel mit Probo, arbeiten wir jetzt exklusiv für die Schweiz seit dieses Jahr, wo wir das Soft-Signage machen, weil Soft-Signage kannst du in der Schweiz nicht wirtschaftlich produzieren und deswegen macht es Sinn auch für unsere Kunden, dass wir da einen sehr guten Partner und Zugang haben. Ja, also wir machen das auch umgekehrt, nicht viel, jetzt nur speziell im Soft-Signage-Bereich, den Rest produzieren wir selber und das funktioniert eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Ich verstehe mit dem Probo, das ist selbstverständlich eine Geschäftsmöglichkeit. Ja? Ja, absolut. Und ich glaube, dass wenn du in diesem Zusammenarbeit mit Probo haben, gibt es auch erweiterte Möglichkeiten für Flyerline, größer zu sein. Natürlich, also deswegen machen wir das natürlich. Es ist eine Win-Win-Situation für Probo, aber auch für uns, dass wir unseren Kunden einfach noch ein breiteres Sortiment anbieten können. Wir machen das jetzt exklusiv in der Schweiz. Wir werden das aber auch in Österreich anbieten und auch in Deutschland. Oder? Ja. Okay, so Sie können auch in Deutschland anbieten. Genau, können wir auch. Okay. Einfach nicht exklusiv, weil Sie arbeiten ja nur mit Reseller und da sind wir auch ein normaler Reseller in Deutschland und für Österreich, aber für die Schweiz sind wir da der Einzige. Ich glaube, dass wenn wir die deutsche Ökonomie in diesem Jahr sehen, dann geht es nicht so gut für die Auto und es geht nicht so gut für... Es gibt viele Probleme. Ja. Wie ist es, also ich weiß, dass du in der Schweiz bist, aber auch in Deutschland, wie ist es als Geschäft? Ist es schwer oder? Also was wir feststellen, in den deutschen Markt sind wir noch nicht so stark präsent. Das machen wir jetzt für dieses Jahr. So jede Tag ist deine wächst. Genau, er wächst aber. Wir haben auch viele Schweizer Kunden, die teilweise in Deutschland bestellt haben, die jetzt wieder zurück in die Schweiz kommen. Weil du hast einfach in Deutschland eine andere wirtschaftliche Situation und das Preisgefälle ist nicht mehr groß. Also das ist was, wo man merkt, auch im Verhältnis zu Österreich. Wenn du die österreichischen Druckpreise anschaust und die Schweizer Druckpreise, sind wir gleich langsam unterwegs, oder? Und das ist positiv für uns natürlich. Und in Schweiz ist es schon eine Möglichkeit, zum Großen zu sein, oder? Ja, okay. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Wie gesagt, der Exportanteil auch bei uns wächst, aber auch der im Inland auch. Wir wachsen da ganz klar nach vorne. Einfach auch mit Individualität natürlich, oder? So, ist du beide eine Offset und eine Digitaldruckerei, oder? Wir machen nur Digitaldruck. Also wir sind seit
24 Jahren im Digitaldruck und haben dann 2013 habe ich in Offset investiert und vor 2 Jahren habe ich den Offset jetzt wieder rausgeschmissen. Warum? Jetzt, Weil es jetzt hat nicht funktioniert. nein, es hat 10 Jahre funktioniert, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Und okay. jetzt ist noch mehr Individualität. Die Technologie im Digitaldruck ist natürlich hochleistungsstark. Und bei uns hat Offset keine Berechtigung mehr. Und die Kunden wünschen Individualität. Sie wünschen eine On-Demand-Lieferung, so viel wie man braucht und nicht mehr und nicht weniger. Und warum soll man mit Flyerline und mit deiner Druckerei kaufen? Bei uns, warum man bei uns kaufen soll? Weil wir einfach sehr serviceorientiert sind, wir sind lösungsorientiert, wir wollen keine Produkte verkaufen, sondern wir möchten Bedürfnisse erkennen, lösen und bedienen. Fantastisch. Danke sehr. Danke dir.